Der Wert einer Arbeit hängt stark davon ab, wie ich sie betrachte, ob ich sie mit Frust oder Freude angehe. Und genau das spiegelt sich immer im Gefühl wider und auch darin, wie leicht sie mir von der Hand geht. Widerwillig macht oft schwer, Wertschätzung dagegen leicht. Diese Haltung und ein paar anderer kleine Dinge habe ich mir über die Jahre ganz bewusst angeeignet. Nicht von heute auf morgen, sondern Stück für Stück, im Alltag, beim Ausprobieren und beim Umdenken. Und genau das hat meinen Blick auf den Haushalt nachhaltig verändert. Und darum soll es im heutigen Video gehen. Um Dinge, die mir helfen, das tägliche Drumherum mit mehr Struktur und Leichtigkeit zu führen. Haushalt. Das ist so ein Wort, was wir ständig benutzen. Aber was steckt denn eigentlich genau dahinter? Also im Grunde bedeutet Haushalt alles, was zur Versorgung und Organisation eines gemeinsamen Lebensraums gehört. Also alles, was Menschen tun, um ihre Wohnung oder ihr Haus sauber, funktionsfähig und lebenswert zu halten. Und zwar nicht nur putzen und kochen, sondern auch einkaufen, Vorräte pflegen, Wäsche waschen, Müll trennen, Dinge reparieren, Finanzen verwalten, sich um Kinder oder Tiere kümmern und vieles mehr. Der Begriff kommt ursprünglich vom Haushalten, also ein Haus bewirtschaften. Ganz früher waren das richtige kleine Betriebe mit Garten, Tieren, Feuerholz und Vorratskammern. Heute sieht das Ganze bei vielen natürlich ein bisschen anders aus, aber der eigentliche Kern ist geblieben. Sich kümmern, strukturieren und für den geregelten Alltag sorgen. Und allein das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob. Nur dass der Haushalt heute meistens zusätzlich zum Beruf laufen muss, zwischen Terminen, To-Do-Listen und einem oftmals vollen Familienleben. Die meisten jonglieren da täglich ganz schön viel. Dass einem da manchmal alles über den Kopf wächst, ist überhaupt gar kein Wunder. Und umso hilfreicher kann es sein, den Haushalt so zu strukturieren und die Aufgaben so zu legen, dass sie ins Leben passen, ohne dass man sich ständig überfordert und gehetzt fühlt. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war der Haushalt für mich eine einzige lange To-Do-Liste. Etwas, was nie fertig war und oft im Hintergrund einfach nur gedrückt hat. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so wie ich den Haushalt selber betrachte, so fühlt er sich auch an. Also bin ich den Dingen mal auf den Grund gegangen und habe geschaut, was mich wirklich stresst. Und das war bei mir, und da bin ich ganz ehrlich, das viele Hin- und Herräumen. Das ewige Stapeln, Suchen, Wegräumen, weil einfach zu viel Zeug da war. Und für mich kam da der Wendepunkt mit unserem Umzug. Denn da habe ich rigoros ausgemistet und zum allerersten Mal wirklich verstanden. Es liegt oft nicht an dem Platz, den man zu wenig hat, sondern an dem ganzen Zeug, was man zu viel hat. Und da habe ich aussortiert, reduziert, Dinge losgelassen und gemerkt, allein das war schon ein großer Schlüssel. Und dieses weniger Besitzen, das hat mir geholfen, wieder Luft zu bekommen im Kopf und im Alltag. Und es wurde plötzlich leichter, Dinge zu finden, Ordnung zu halten und überhaupt erst mal anzufangen. Ich glaube, das war damals das grundlegende Problem bei mir. Nicht der Haushalt an sich, sondern das Drumherum, was mich ständig blockiert hat. Und so kann man sich ruhig mal fragen, was stresst mich denn eigentlich wirklich und was kann ich daran verändern? Das Essen muss gekocht werden und Kinder wollen auch versorgt sein. Die Wäsche fällt immer an und sauber sollte man es ja auch ein bisschen haben. Aber das ganze Zeug, was sich so ansammelt, von dem man glaubt, das zu brauchen, weil es das Leben irgendwie leichter machen soll, das bewirkt oftmals das Gegenteil. Das nimmt Platz, kostet Zeit und es überfordert, ohne dass man es gleich merkt.
Für mich war damals das Reduzieren und Entrümpeln und das Minimieren der erste große Schritt in die richtige Richtung. Der Anfang davon, meinen Haushalt neu zu organisieren, sodass er nicht mehr gegen mich arbeitet, sondern mit mir. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie haben es denn die Leute früher eigentlich gemacht? Und warum waren die trotz der zusätzlichen Arbeit, zum Beispiel in der Landwirtschaft, nicht so gestresst wie wir heute? Die hatten keine Waschmaschine, kein Geschirrspüler, kein Internet für Rezeptideen oder Haushaltstipps und trotzdem lief der Alltag irgendwie geordnet. Früher gab es einfach feste Tage. Montags wurde gewaschen, samstags gründlich geputzt und dazwischen lief der Alltag und trotzdem hatte alles Struktur. Meine Oma hat so gemacht und meine Mama auch. Und irgendwie hat mich das beruhigt, diese Klarheit und diese einfachen, wiederkehrenden Muster. Ich habe das für mich übernommen und natürlich an mein Leben angepasst. Montags mache ich einen groben Hausputz und unter der Woche nehme ich mir jeden Tag eine Sache vor, die geputzt werden muss. Nicht mehr als 15 Minuten, das reicht. Freitag erstelle ich meinen Essens- und Einkaufsplan und Samstag wird eingekauft. Und auch die Wäsche hat wieder ihren festen Platz, der Waschtag sozusagen. Und diese einfache Struktur hat mir geholfen, mich nicht ständig zu verzetteln und nicht alles gleichzeitig erledigen zu wollen. Und was heute nicht dran ist, das ist eben morgen dran und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, und dann gibt's noch eine Sache, bei der ich mir selber erstmal auf die Schliche kommen musste. Die Zeit. Heute verlieren wir wahnsinnig viel davon in den Medien. Wir wollen nur mal kurz was nachschauen und plötzlich scrollen wir, lesen, vergleichen, speichern Rezepte, finden sie dann nicht mehr und lassen uns berieseln und sagen dann, ich habe einfach keine Zeit. Aber wenn wir ganz ehrlich mal hinschauen, die Zeit ist meistens da. Wir priorisieren sie nur anders. Was mir auch noch geholfen hat, damit mir mein Haushalt einfach leichter von der Hand geht, ist, dass ich unsere Mahlzeiten im Voraus plane. Nicht perfekt und auch nicht taggenau, aber so, dass ich weiß, was da ist, was weg muss und was gebraucht wird. Viele sagen ja, das sei total unflexibel, weil sie heute noch nicht wissen, worauf sie nächste Woche Appetit haben. Aber für mich ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin dadurch viel entspannter. Ich muss nicht völlig orientierungslos durch den Supermarkt rennen und irgendwas kaufen, was vielleicht nicht gesund ist, nur damit ich überhaupt was auf den Tisch bringe. Weil ich einen Plan habe, kann ich ihn auch bewusst ändern. Wenn spontan was anderes ansteht oder wir vielleicht unterwegs sind, dann tausche ich einfach die Tage aus oder greife auf Vorräte zurück. Ich muss nicht improvisieren, weil ich muss, sondern weil ich kann. Auch dabei habe ich mich ein Stück weit wieder an früher orientiert. Bei uns zu Hause gab es zum Beispiel am Samstag immer Suppe. Ein Tag war für Nudeln reserviert, am Sonntag gab es meistens Fleisch und dazwischen irgendwas mit Kartoffeln oder Reis. Das war nicht kompliziert, aber es war eine Struktur da. Und genau das habe ich für mich wieder aufgenommen in meiner eigenen flexiblen Version. Freitag ist dann bei mir ein Planungstag. Ich schaue die Vorräte durch, frage in der Familie, worauf sie Lust haben und überlege, was sich gut verarbeiten lässt. Daraus entsteht dann mein Wochenplan und dazu schreibe ich dann auch gleich die Einkaufsliste. Am Samstag wird dann eingekauft, im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt und in der Woche muss ich dann nicht mehr täglich neu überlegen, was ich kochen möchte. Man mag es kaum glauben, aber diese kleinen festen Rituale, die sind für mich wie so eine Art tragendes Grundgerüst im Haushalt. Die nehmen mir unheimlich viel Druck und helfen mir natürlich Zeit zu sparen. Und die machen den Alltag einfach ein Stück überschaubarer.
Und dann musste ich noch was lernen, nämlich Verantwortung abzugeben. Bei uns bringt sich mein Mann auf seine Weise ein, nicht weil ich es einfordere, sondern weil wir beide sehen, was getan werden muss. Mal mehr und mal weniger. Und jeder übernimmt dann, was ihm gerade liegt. Wir haben so beide unsere Bereiche. Er kümmert sich so mehr ums Wochenendeinkaufen, das Auto, die Pflanzen und unsere Terrasse. Und ich übernehme so Sachen wie Struktur, Vorräte, Planung und sorge dafür, dass der Alltag hier rund läuft. Auch die Kinder haben so ihre kleinen Aufgaben, jeweils wie es ihrem Alter entspricht. Natürlich läuft nicht immer alles so, wie wenn ich selber machen würde, aber genau das war auch Teil meines Lernprozesses. Verantwortung abgeben heißt eben auch loszulassen und darauf zu vertrauen, dass es trotzdem gut wird. Es geht ja auch nicht darum, alles exakt aufzuteilen oder ständig aufzurechnen, wer was macht. Wichtig ist, dass es sich insgesamt fair anfühlt und niemand das Gefühl haben muss, alles allein zu tragen. Für mich war das ein großer Schritt, denn Verantwortung zu teilen heißt auch ein gewisses Stück an Kontrolle abzugeben. Und wer mich kennt, der weiß, das ist nicht gerade eine meiner leichtesten Übungen. Aber wenn man sich gegenseitig den Rücken stärkt und gemeinsam an einem Strang zieht, dann fühlt sich das ganze Haushaltsgedöns plötzlich gar nicht mehr so schwer an. Ja, ich weiß, es gibt einfach keine Patentlösung. Jeder Haushalt, jede Familie und jede Lebensphase ist einfach anders. Aber mir haben diese kleinen Schritte geholfen, wieder ein bisschen mehr Ruhe, Ordnung und Struktur in meinen Haushaltsalltag zu bringen. Das ist nicht perfekt, muss es auch nicht sein, aber für mich ist es einfach stimmig. Und vielleicht fragt ihr euch ja auch manchmal, was stresst mich denn an diesem ganzen Haushalt und was davon könnte ich wie ändern? Oder ihr habt längst euren Weg gefunden und der Haushalt ist für euch gar kein Stressfaktor mehr. Dann schreibt es mir doch gern mal in die Kommentare. Denn ich bin mir ganz sicher, nicht nur mich interessiert, wie ihr das für euch gelöst habt. Ob jetzt strukturiert oder ganz intuitiv, so oder so teilt gern mal eure Erfahrungen. Ich weiß nämlich, dass wir alle ganz verschieden ticken und es nicht den einen richtigen Weg gibt. Aber manchmal hilft schon ein kleiner Einblick in andere Haushalte, um für sich selber vielleicht neue Wege zu entdecken oder Inspiration zu holen. So, das war's auch schon mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Jetzt sage ich mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.